Wake up, Pat. Wake up, Pat. Wach auf, Pat. Norbert Putman war gemeint. Er sollte nämlich bei den Sessions zu Elvis' letzten wirklichen Studioalbum Elvis Today aus dem Jahr 1975 den kompletten Basspart ersetzen, den vorher bereits der Tourbassist von Elvis zu der damaligen Zeit, Duke Bardwell, eingespielt hatte. Mehr Demütigung für einen Musiker gibt's eigentlich gar nicht. Ich möchte ein bisschen der Frage nachgehen, im 50. Jubiläumsjahr dieses, wie ich finde, sehr schönen Elvis Presley Albums, warum es eigentlich dazu kam, und wir werden ein bisschen vergleichen, was machten eigentlich die anderen Bassisten anders als Duke Bardwell. Das alles in meinem neuen Video. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich nach dem Intro legen wir los. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd. In Elvis Veritas, der internationale Elvis Presley Fankanal in deutscher Sprache. Wenn du schon öfter hier warst, dann freue ich mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wenn du ganz neu bist, dann würde ich mich über einen Gefällt mir und ein Abo freuen. Vielen herzlichen Dank. Ja, es ist 50 Jahre her, ziemlich genau in diesen Tagen, dass Elvis Presley ins RCA-Studio C in Hollywood ging, um dort sein, wie sich später herausstellen sollte, letztes echtes Studioalbum aufzunehmen. Es nannte sich ganz einfach Elvis Presley Today. Hier ein bisschen was zur Vorgeschichte. Elvis hatte am 8. Januar 1975 seinen 40. Geburtstag gefeiert und er war so ein bisschen einer, ja, wir würden vielleicht sagen Midlife Crisis, ja, 40 Jahre alt, was werden jetzt die nächsten Jahre des Lebens bringen? Sein Gesundheitszustand war nicht der beste gewesen und so musste sich Elvis ins Krankenhaus begeben, um dort sich einmal richtig behandeln zu lassen. Es gab alle möglichen Erklärungen, was dort genau behandelt wurde, aber wie man heute weiß, ging es wohl in erster Linie auch darum, seinen Körper zu entgiften von den vielen Medikamenten, die Elvis ja zu der Zeit schon eingenommen hatte. Here at Baptist Memorial Hospital in Midtown Memphis, Elvis Presley has apparently checked into a private suite on the 15th floor. A sign that Elvis is in fact here is the aluminum foil that covers his windows to deflect the sun. Fakt ist, Elvis kam aus dem Krankenhaus zurück und er hatte eine sensationell gute Stimme. Sie knüpfte nahtlos an die Zeiten von früher, von vor ein paar Jahren, wo wir Elvis in tollem stimmlichen Volumen erleben durften. Elvis hatte ja in Las Vegas eine Konzertreihe begonnen, die er abbrechen musste, aus gesundheitlichen Gründen, weil er eben ins Krankenhaus gehen musste. Vom 10. bis zum 12. März 1975 war Elvis im Studio, um dieses Album aufzunehmen. Und dieses neue Album sollte den Titel tragen Elvis Presley Today. Es sollte sozusagen ein Querschnitt sein, es sollte zeigen, was Elvis momentan so musikalisch zu bieten hat. Kommen wir ein bisschen zu den Songs des Albums. Die Albumtitel waren im Prinzip eine Mischung aus Country, aus R&B und aus Pop der damaligen Zeit, also die Genres, in denen sich Elvis sozusagen von Haus aus am wohlsten fühlte. Und so erleben wir unter anderem einen Rock'n'Roll-Song, Trouble, der später in einer Coverversion noch einmal ein großer Erfolg geworden war. Well, hello, Trouble. Well, you know, the thing is, one of the songs that he sang to me when I first met him was Trouble. And he had just finished recording that song at RCA Studios in Hollywood. And on our first date, when I met him, which was a blind date for him, he didn't know he was going to be he knew he was going to be meeting me, but I had no idea that I was going to be meeting him. I was going to a party. And there was no party. I was the party. So he took me upstairs and he put the music on and he sang to me privately and he said, "You are the first person to hear this song." And he said, "If you like it, I'll do it on tour." And so when I joined him on tour and he took me on tour for the first time,
he incorporated that song into his in his repertoire, but he didn't sing it for very long because it was very wordy. And so when he would come on stage, he would have a piece of paper, and he would kind of look at the lyrics, and then when he felt comfortable, he would throw the paper to the stage floor, you know. Wir erleben Songs wie Fairy Tale von den Pointer Sisters. Wir erleben aber auch reine Country-Songs wie Woman Without Love, Bringing It Back oder Green Green Grass of Home, ein Song, den Elvis wahnsinnig liebte, der von Tom Jones bereits in den 60er Jahren aufgenommen war, und Elvis hatte einen Narren an diesem Song gefressen. Es ging sogar so weit, dass er, wenn sie unterwegs waren, er immer wieder sagte, ruft in den Radiostationen an und wünscht euch Green Green Grass of Home von Tom Jones. Jetzt war es also endlich soweit, dass Elvis diesen Song selbst aufnahm in einer, wie ich finde, sehr schönen Fassung. Herausragende Songs dieses Albums sind zweifellos die Ballade And I Love You So, die Single-Auskopplung Trouble, der R&B-Song Shake a Hand und für mich persönlich auch immer wunderschön anzuhören, der Song Pieces of My Life. Der Veröffentlichungstermin für das Album selbst war dann schon etwas später, war der 7. Mai. Man musste sich auch etwas beeilen, denn man wollte bereits vorab eine Single veröffentlichen, Trouble, die es tatsächlich auf einen Platz 35 in den US Billboard Single Charts schaffte und am 22. April 1975 veröffentlicht worden war. Kommen wir nun aber zu der Session. Das Interessante an diesem Album Elvis Today ist, dass es sich um ein Studioalbum handelt, das Elvis nahezu mit seiner vollständigen TCB-Band eingespielt hatte. Die TCB-Band, die Elvis ja auf Tourneen begleitete. Und so erleben wir Leute wie James Burton, wir erleben Leute wie Ronnie Todd am Schlagzeug, Glendy Hardin, John Wilkinson an der Rhythmusgitarre. Und ja, zu dieser Zeit war nicht Jerry Scheff der Bassist, sondern Duke Bardwell. Elvis hatte ja zu Duke Bardwell immer irgendwie ein bisschen ein seltsames Verhältnis. Man munkelt immer, er mochte ihn nicht so sehr, ob man das wirklich beweisen kann. Also Duke selber sagte immer, Elvis war ihm gegenüber nie despektierlich oder hat nie ihm gegenüber sich irgendwie negativ geäußert. Dennoch war Felton Jarvis, der Produzent, der dieses Album Elvis Today produziert hatte, der Meinung, der Basspart von Duke Bardwell müsse neu eingespielt werden. Und so kam es zu Overdub Sessions im April 75 und in diesen Overdub Sessions wurde bis auf eine Ausnahme Trouble, alle anderen Stücke komplett der Basspart ersetzt. Und zwar in erster Linie durch Norbert Putnam. Norbert Putnam, ein sehr versierter Studiomusiker und Bassist, der diese Aufgabe natürlich bereitwillig übernahm. Aber nicht nur er, auch Mike Leach. Mike Leach war der Arrangeur, der sich um das ganze Arrangement der Songs kümmerte. Er war an einem Aprilvormittag auch im Studio. Norbert Putnam kam erst am Nachmittag dazu, sodass Mike Leach am Vormittag Stücke einspielte. Was wir jetzt machen, liebe Freunde, ist, ich möchte euch mal zeigen, was ist da tatsächlich anders. Ich habe mal wieder ein bisschen mir die Mühe gemacht, Songs zu extrahieren, Elvis Stimme und die Bassstimme, und mal euch einen Vergleich anzubieten, was wir hier erleben, was sich am Bass verändert, wenn jemand anders den Bass übernimmt. Ja, ich beginne mit dem Song And I Love You So. Wir hören zunächst einmal einen Ausschnitt, so wie er im Studio eingespielt wurde, mit Duke Bardwell am Bass. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. Und jetzt im Vergleich dazu hören wir die Fassung, wie sie dann später overdubbt wurde mit Norbert Putnam. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. Ja, vielleicht fällt euch auf, liebe Freunde, dass
Duke Bardwell einen anständigen, soliden Bass spielt, aber eben eher unspektakulär, würde ich jetzt sagen, wohingegen Norbert Putnam hier doch eine etwas melodiösere Linie mit reinbringt in den Bass. Gefällt mir in diesem Fall, muss ich sagen, besser, die Overdubbed Version. Und ich kann es ein bisschen verstehen, dass man das gemacht hat. Felton Jarvis war ja generell unzufrieden mit der Leistung von Duke Bardwell in dieser Session. Kommen wir als nächstes zu I Can Help. I Can Help war ja ein Top-Hit gewesen für Billy Swan. Billy Swan übrigens leidenschaftlicher Elvis-Fan. Er hat ja dann auch, nachdem Elvis I Can Help aufgenommen hatte, hat Billy Swan im Gegenzug Don't Be Cruel in einer Fassung eingespielt, aber das soll jetzt nicht das heutige Thema sein. Wir vergleichen wieder die beiden Basspartien und wir beginnen mit Duke Bardwell. If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this, I can help. Ja, und die Overdub-Version für I Can Help wurde am Vormittag eingespielt, als Norbert Putnam noch nicht da war. Und Mike Leach war der Bassist. Und jetzt hören wir uns mal die Fassung mit Mike Leach an. If you got a problem, I don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this, I can help. Ihr merkt vielleicht, dass Mike Leach wesentlich präsenter den Bass spielt. Er spielt ihn sehr laut, er spielt ihn sehr kräftig, er spielt ihn aber auch sehr breit. Für mich persönlich zu breit. Ich würde in diesem Fall die Fassung mit Norbert Putnam vorziehen. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare wieder reinschreiben, welche Fassung jeweils euch besser gefällt. Mir gefällt der etwas kürzere und etwas schlichtere Bass besser, weil bei diesem Song sowieso viel passiert. Wir haben E-Gitarre drin, wir haben Solo drin, also da muss der Bass sich jetzt nicht so in den Vordergrund drängen, nach meinem Empfinden, aber das ist natürlich immer subjektiv. Ja, und das dritte Beispiel, das wir uns anschauen, ist Shake a Hand, dieser R&B-Klassiker, den Elvis einfach so mal wiederentdeckt hatte. Wir hören erstmal wieder die ursprüngliche Fassung mit Duke Bardwell am Bass. Just leave it to me. Don't ever be ashamed. Just give me a chance. I'll take care of everything. Ja, vielleicht fällt euch auf, dass Duke Bardwell die normale Basslinie spielt und dann immer bum, bup, du, 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 bop, diesen hohen Ton. Und genau dieser hohe Ton scheint wohl Felton Jarvis gestört zu haben, denn Mike Leach, der den Song in der Overdub-Version eingespielt hatte, ließ diesen Ton weg. Wir hören rein. Just leave it to me. Don't ever be ashamed. Just give me a chance. I'll take care of everything. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass dieser Pop-Ton ja nicht nur im Bass kommt, der kommt auch noch in der Gitarre. Möglicherweise war das Felton Jarvis einfach zu viel, dass Norbert Putnam auch diesen hohen Ton spielt, zusätzlich zur Gitarre. Das kann man jetzt nur mutmaßen, das ist reine Spekulation. Fakt ist, dass sich die Fassung mit Mike Leach, klar war die Overdub-Version, letztlich auf das Album kam, aber ich persönlich finde diese Basslinie von Duke Bardwell sehr schön gespielt. Ja, soweit mal ein kleiner Vergleich. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welche Fassungen jeweils ihr bevorzugt. Ja, Elvis Today, mein Fazit. Elvis Today ist, wie ich finde, eine sehr schöne, gelungene Platte. Sie steht immer ein bisschen im Schatten von dem, was danach kam, vom Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee und Moody Blue. Das Album Today geht immer ein bisschen unter, auch die Stax Sessions haben eine größere Bedeutung als dieses Album.
Ja, man muss sagen, das Album ist jetzt kein Album, das jetzt, ich sage jetzt mal, uns ganz neue Sachen bringt oder zeigt von Elvis, aber ich finde es eine gelungene Songauswahl und was alleine dieses Album rechtfertigt, dass man es als wirklich gelungen bezeichnen kann, ist alleine die stimmliche Leistung von Elvis, die wirklich sehr, sehr gut ist, die deutlich über den Stax-Aufnahmen steht, die aber auch deutlich über den Aufnahmen von 76 steht, die dann für From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee bzw. für Moody Blue Verwendung fanden. Und man muss aber fairerweise zugestehen, das Songmaterial ist zwar schön ausgewählt und auch anständig, gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen, trotzdem ist natürlich in den 76er Jungle Room Aufnahmen schon mehr Potenzial in den Songs, das muss man mal ganz deutlich sagen. Hier erleben wir doch ein Wechselbad der Gefühle, hier legt sich Elvis wesentlich mehr rein und wir haben auch Songs wie Solitaire zum Beispiel, die also, oder He'll Have to Go, die natürlich schon Meilensteine auch aus dieser Phase sind. Auf diesem Niveau bewegt sich Elvis Today zweifellos nicht, aber es ist ein schönes und ein gelungenes Album. Mich würde eure Meinung interessieren, wie gefällt euch das Album Elvis Today? Schreibt es in die Kommentare rein. 50 Jahre ist es jetzt her und vielleicht fragt ihr euch, wie kann man dieses Album hören? Nun, es gibt zum einen die offizielle RCA-Veröffentlichung von 1975, das klassische Album. Die gibt es mittlerweile in einer Legacy-Version von Sony Legacy mit nicht nur den klassischen Albumsongs, sondern eben auch mit den Songfassungen ohne Overdubs und man hat auch noch das Live-Konzert vom Juni 75 Elvis Live in Dallas, das bereits auf der 8-LP-Box Elvis Aaron Presley veröffentlicht war, auch noch mit drauf gepackt. Also hier bekommt der Sammler ein großes Paket. Alternativ dazu kann man sich natürlich auch die FDD-Version kaufen von Elvis Today. Es gibt eine sehr schöne Vinyl-Version, die habe ich auch, eine Doppel-LP. Da ist das Konzert nicht mit drauf, aber man hat Outtakes und man bekommt vor allem, und das ist das Entscheidende, man bekommt das Album in der puren ursprünglichen Version, die sogenannten Session Mixes, und da ist auch definitiv Duke Bardwell am Bass, so wie das Album im Studio eingespielt wurde. Ja, das war's wieder für heute. Ich danke euch ganz herzlich wieder für euer Interesse und wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid und denkt dran, long live the King.